Liebe Freunde, wir versuchen immer, den ersten Eindruck so gut wie möglich zu hinterlassen. Aber warum ist es denn so? Warum wollen wir den ersten Eindruck so gut wie möglich hinterlassen? Also ausgerechnet den ersten Eindruck. Ganz einfach, der erste Eindruck ist bleibend. Und der erste Eindruck, der prägt die andere Person. Was der von uns denkt. Das Bild, das wir bei denen hinterlassen, ist sehr wichtig. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig. Denn es gibt Studien, die besagen, dass der erste Eindruck meistens der korrekte ist. Das heißt, wenn wir eine Person zum ersten Mal sehen und ihn direkt beim ersten Anblick beurteilen, das sind 150 Millisekunden, ja, das geht sehr, sehr schnell. Einfach aus dem Grund, weil wir auch sehr, sehr wenige Informationen über die Person haben. Und je weniger Informationen da sind, desto schneller kann man eine Beurteilung feststellen. Das muss aber nicht unbedingt der richtige sein. Das sagen allerdings andere Studien, dass der erste Eindruck nicht immer zwangsläufig richtig sein muss. Und dann gibt es noch diese eine Situation, wenn jemand zu uns kommt, die Person, eine, die uns zum Beispiel sehr, sehr nahe liegt, und uns berichtet, wie frauenfeindlich eine Person ist. Und dann bildet sich bei uns automatisch eine Meinung zu der Person, ohne dass wir die Person jemals gesehen haben, ohne dass wir sie überhaupt kennen. Wir wissen gar nichts über die Person. Nur diese eine negative Sache, was uns von einer anderen Person berichtet wurde. Also versuchen wir automatisch, diese Person zu umgehen. Oder wir tasten sehr, sehr vorsichtig an die Person. Und das machen wirklich Leute, die sehr viel Mut haben. Die meisten versuchen, solche Menschen oder Ähnliches zu umgehen. Und wenn wir doch ins Gespräch kommen sollten, dann interpretieren wir die ganzen Aussagen so, dass wir das Ganze ins Negative ziehen. Also in dem Fall jetzt ins Frauenfeindlichkeit. Wir versuchen das damit irgendwie zu verbinden. Und deswegen haben wir automatisch ein schlechtes Bild von dieser Person im Kopf. Und in den meisten Fällen ist es auch so, dass man gar nicht mit dieser Person offen reden kann. Dieses offene Gespräch, der findet einfach nicht statt. Nicht, weil die Person vielleicht eine schlechte Person ist oder sowas, wie es uns das erzählt wurde, sondern weil unsere Denkweise über die Person komplett falsch ist. Weil wir ein Vorurteil über diese Person haben. Und deswegen, liebe Freunde, lege ich euch allen ans Herz, berichtet über niemanden etwas Schlechtes, auch wenn die Person eurer Meinung nach keine gute Person ist in der Hinsicht, auch wenn die Person doch vielleicht Vorurteile hat. Lasst jeden seine eigene Erfahrung machen. Vor allen Dingen ihr, macht eure eigene Erfahrung. Wenn jemand schlecht ist, dann wisst ihr für euch Bescheid, okay, die Person ist schlecht, an die Person taste ich mich nicht ran. Und wenn jemand fragt, dann sagst du, ist nicht meine Welt, aber vielleicht wirst du dich mit dem ja sehr gut verstehen. Also niemals über jemanden schlecht berichten. Das ist wirklich eine ganz schlechte Angewohnheit. Das ist etwas ganz, ganz Negatives, was der Mensch des Öfteren versucht weiterzugeben. Und wir müssen versuchen, einfach diese Kette zu unterbrechen, weil das nicht meiner Meinung nach nicht richtig ist. Weil man automatisch ein schlechtes Bild über jemanden hat, wie ich eben schon erzählt habe, obwohl die Person doch vielleicht gar nicht so ist, nur weil das der Meinung des anderen ist, heißt es nicht, dass jemand schlecht sein muss.